letzten Jahr hatten wir ja durch den Hurrikan Irma relativ hohe Schadenquoten erlitten in den Versicherungsbereichen. Und wir haben bei unseren Kunden die Schäden schon minimiert, dadurch, dass wir im letzten Jahr vor Eintreffen des Hurrikans Boote evakuiert haben. Die Problematik hat sich dort aber gezeigt, dass es nicht möglich ist, alle Boote zu evakuieren, weil wir nicht so viele Skipper hatten. Die Skipper, die dort vor Ort wohnen, waren natürlich bedacht, erstmal ihr Eigentum selbst zu schützen, ihre Häuser, ihre Familien sich darum zu kümmern, was ja auch verständlich ist. In der früheren Zeit haben wir die Boote eben immer in die sogenannten Hurricane Hools verbracht. Das können Buchten gewesen sein, das sind teilweise auch Häfen, Mangrovenwälder. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass wenn der Hurrikan wirklich direkt über die Insel geht, dass dann die sogenannten Hurricane Hools doch keine Sicherheit bieten. Wir haben über Jahre keine Schäden groß gehabt. Unsere Präventivmaßnahmen, die wir vor Ort immer ergriffen haben, um Boote zu schützen, waren erfolgreich. Dieses Jahr war gerade auf St. Martin es nicht möglich, die Boote wirklich durch diese Präventivmaßnahmen zu schützen, sodass dort langfristig nur eine Evakuation der Boote bleibt. Da reden wir dann von großem Aufkommen, dass wir wirklich 200, 300 Boote aus dem Gefahrenbereich relativ schnell innerhalb von einer Woche evakuieren müssen. Der Vorteil ist beim Hurrikan, anders als bei Stürmen, die wir teilweise ja in Europa haben, dass er voraussehbar ist. Wir sehen relativ früh, dass ein Hurrikan entsteht. Er entsteht ja vor der Westküste Afrikas und zieht dann über den Atlantik rüber. Dafür haben wir eben die Idee der Hurricane Task Force gebildet. Die wird gesteuert über eine WhatsApp-Gruppe, weil wir meinen, dass WhatsApp momentan das schnellste Kommunikationsmittel ist. Und hier geht es um Schnelligkeit. Das bedeutet Skipper, die dann eingeflogen werden in das Krisengebiet, wo wir sagen, jetzt kommt der Hurrikan, wir haben einen Hurrikan mit einer Stärke 4 oder 5 wieder auf der Richterskala, sodass wir dann sagen, gut, die Versicherer nehmen das Geld in die Hand, zusammen mit den Eigentümern der Boote, um die Boote dort wirklich aus dem Gefahrenbereich herauszusegeln. Skipper, die Interesse prinzipiell haben, können sich bei mir melden. Dann prüfen wir den Skipper, ob er dann auch über ausreichend Erfahrung verfügt. Sofern dies ist, wird er Mitglied in dieser Hurricane Task Force Gruppe. Bei der Hurricane Task Force sprechen wir speziell Skipper an, die Erfahrung auch im Segeln in der Karibik haben. Vornehmlich haben wir Yachten, die im Bereich ab 40 Fuß liegen, wobei es Einrümpfer- und Mehrrumpfboote, also Katamarane sind, vorrangig Mehrrumpfboote bis 50 Fuß, bei Einrümpfern so bis 55, 56 Fuß heutzutage. Wir werden die Skipper natürlich so einteilen, wie auch ihre Erfahrungen sind. Das bedeutet, wenn du nicht so viel Erfahrung hast, dann kriegst du natürlich ein kleineres Boot. Solltest du sehr viel Erfahrung haben, dann sehen wir zu, dass du ein größeres Boot bekommst. Die Versicherung übernimmt für die Skipper die Flugkosten und eine zusätzliche Aufwandsentschädigung von 1.500 €. Natürlich sollt ihr das Boot nicht alleine segeln. Ihr könnt also eure Freunde einladen oder ihr könnt auch Kunden mitnehmen. Aus der Erfahrung, die wir haben, müssen wir sagen, dass die Windgeschwindigkeit um das Hurricane Hool relativ schnell abnimmt. Das bedeutet, wenn Sie 100 Seemeilen entfernt sind, dann ist dort der Wind kaum noch spürbar. Also wir reden beim Irma zum Beispiel, reden wir von Höchstgeschwindigkeiten von 360 Stundenkilometern. Sind Sie 60 Seemeilen entfernt gewesen, waren die Windgeschwindigkeiten noch bei 30 Knoten ungefähr. Wir wollen, dass ihr ungefähr 100 Seemeilen entfernt seid. Deswegen rechnen wir von 2 Tagen. Ein Add-Mile von 120 Seemeilen ist normalerweise üblich, wenn man Tag und Nacht eine Nacht durchsegeln kann, so dass ihr weit aus dem Hurrikan-Bereich raus seid. Wir rechnen also um die 200 Seemeilen, die ihr schaffen solltet, wirklich wegzusegeln, und dann könnt ihr dort ganz normal euren Urlaub genießen. Die Yachten sind natürlich versichert, ganz normal, wie man es kennt, Haftpflicht und Kasko versichert. Schäden, die durch stärkeren Wind entstehen, dafür müsst ihr natürlich selbstverständlich nicht aufkommen. Solltet ihr Schäden verursachen am Boot, was gar nichts mit dem Hurrikan zu tun hat, dann gilt die ganz normale Selbstbeteiligung, die ihr sonst auch aus einer Charter kennt. Wenn wir sehen, dass ein Hurrikan naht, werden wir euch eine Woche vorher informieren.
dass ihr euch bereithalten könnt. Ihr könnt sehen, haben wir dann Zeit oder haben wir keine Zeit. Dementsprechend könnt ihr dann mit uns kommunizieren über die WhatsApp-Gruppe. Spätestens 5 Tage vorher sollte dann aber auch die Entscheidung getroffen sein, sodass das Eintreffen mindestens 3 Tage vor Hurrikan-Eintreffen von euch sein wird. Ihr werdet dann 10 Tage lang mit dem Boot rausfahren. 2 Tage rechnen wir, dass ihr braucht, um aus dem Hurrikan-Gefährdungsbereich rauszusegeln. Die restlichen 8 Tage könnt ihr dann dort das Boot zur eigenen Verfügung haben, so dass wir dann nach 10 Tagen insgesamt uns wieder im Hafen treffen.